Du hast einen Server mit 20 Docker-Containern, die alle aus dem Internet erreichbar sein sollen. Das Problem ist klassisch. Du hast nur eine öffentliche IP-Adresse und die Ports 80 und 443 kannst du nur ein einziges Mal belegen. Wie bekommst du Image, Paperless, Nextcloud, Home Assistant und deine Webseite sicher unter einer Adresse? Die Antwort ist ein Reverse Proxy. Der beliebteste Reverse Proxy ist vermutlich der Nginx Proxy Manager. In meinen vergangenen Videos habe ich aber auch häufig die moderne Alternative Caddy verwendet. In diesem Video schauen wir uns Caddy genauer an. Ich zeige euch nicht nur, wie ihr Caddy startet, sondern wir gehen die Caddyfile-Syntax etwas genauer durch. Wir schauen uns an, wie Load Balancing funktioniert, wie ihr Header manipuliert und so weiter. Am Ende dieses Tutorials versteht ihr die Logik hinter Caddy hoffentlich etwas besser und könnt damit komplexere Routing-Szenarien für eure Docker-Umgebung erstellen. Was ihr für dieses Video braucht, ist ein Server und eine Domain, die auf diesen Server zeigt. Falls ihr zum Beispiel einen Server zu Hause verwenden wollt, müsst ihr die Ports 80 und 443 in eurem Router an diesen Server weiterleiten. Falls ihr aber einen Server zu Hause verwenden wollt und ihr habt DS Lite, solltet ihr euch vielleicht lieber einen anderen Reverse Proxy sowie Pangolin angucken. Was ich in diesem Video nutze, ist wieder ein VPS von Hetzner. Falls ihr da Neukunde seid, könnt ihr mit meinem Link aus der Beschreibung 20 € Startguthaben erhalten. Ich gehe zunächst einmal zu Hetzner und logge mich in die Cloud Console ein. Jetzt in der Cloud Console angekommen, drücke ich hier auf Server erstellen, um einen neuen Server zu erstellen. Hier wähle ich einen Client-Server aus, weil Caddy nicht viele Ressourcen benötigt. Ihr braucht einen größeren Server, falls ihr viele Anwendungen daneben starten wollt. Ich möchte den CX23 haben. Der ist zum Beispiel in Falkenstein, Deutschland gerade verfügbar. Den wähle ich aus. Als Image nehme ich hier Ubuntu 24.04. Wichtig ist für mich, dass ich eine öffentliche IPv4-Adresse habe. Bei der Cloud-Config gehe ich zu deploy.de und zum Hetzner Cloud Init-Generator, damit ich ein paar Einstellungen vornehmen kann, bevor der Server startet. Also ich wähle aus, dass mein Hauptbenutzer deployen heißen soll. Ich kann hier einen SSH Public Key einfügen. Wie man diesen erstellt, zeige ich in einem meiner anderen Videos. Und den Public Key füge ich hier ein. Dann wähle ich auch noch aus, dass mir Docker installiert werden soll. Hier wähle ich aus, dass der Root-Login verboten wird und nur der SSH-Key-Login erlaubt sein soll. Ich drücke hier auf Kopieren, füge das Ganze hier in die Cloud-Config ein und drücke auf kostenpflichtig erstellen. Dadurch wird mir jetzt hier ein neuer Server erstellt und was ich machen muss ist, dass meine Domain auf diese öffentliche IP zeigt. Meine Domain befindet sich bei Netcom. Hier melde ich mich an und ich gehe hier zu meinen Domains. Ich möchte hier die DNS-Einstellungen von pixar.de ändern. Und was ich mache, ist hier die IP-Adresse zu kopieren und sie sowohl einzufügen bei dem Host mit dem Stern. Das bedeutet, jede Subdomain von pixar.de soll auf diesen Server zeigen und auch die Root-Domain selbst, also pixar.de, soll auf diesen Server zeigen. Jetzt drücke ich unten auf Speichern und bestätige das Ganze. Jetzt habe ich die IP-Adresse der Domain geändert. Die Sache ist nur, es dauert ein bisschen, bis diese Änderung weltweit auch wirklich verfügbar ist. Ich kann jetzt irgendein beliebiges Tool nehmen, zum Beispiel den DNS-Check, also hier dnschecker.org und hier kann ich jetzt eingeben pixar.de und mir angucken, wohin diese Domain mich leiten würde. Und hier gibt es verschiedene Anbieter, also zum Beispiel bei OpenDNS oder Google, Quad9, Oracle und so weiter. Es gibt hier auch die Universität Leipzig zum Beispiel als DNS-Anbieter. All diese DNS-Anbieter zeigen unter dieser Domain immer noch diese IP-Adresse an. Und dabei brauche ich die IP-Adresse, die mit der 4.9 startet. Und hier beginnt sie mit der 1.9.5. Das heißt, ich muss einfach hier warten, bis die Änderung überall verfügbar ist. Oder zumindest bei den großen Anbietern wie Quad9 und Cloudflare. Also hier unten sehe ich in Australien Cloudflare. Und solange das nicht geschehen ist, kann ich nicht weitermachen, weil so kein Zertifikat erstellt werden kann. Wenn ich ein Terminal auf meinem Computer öffne, dann kann ich auch Domains anpingen. Also ich kann hier eingeben ping und dann pixar.de und dann sehe ich auch bei mir, dass hier die IP-Adresse mit der 195.201 zurückgegeben wurde.
und nicht die neue, die ich eingetragen habe. Das heißt, hier kann es bis zu 48 Stunden dauern, bis die IP-Adresse wirklich eingetragen ist. Meist ist es aber etwas schneller fertig. In der Zwischenzeit sind ein paar Stunden vergangen. Inzwischen ist mein Mauszeiger wieder zurückgekehrt und meine Domain zeigt jetzt bei vielen DNS-Anbietern auf die richtige IP-Adresse. Das heißt, ich kann jetzt versuchen weiterzumachen. Falls es immer noch nicht klappen sollte, müsste ich noch ein bisschen länger warten. Das, was ich jetzt an dieser Stelle mache, ist Visual Studio Code zu öffnen. Und in Visual Studio Code drücke ich hier unten auf dieses Zeichen Open a Remote Window. Und hier kann ich auswählen Connect Current Window to Host, um dieses Fenster mit meinem Server zu verbinden. Ich gebe hier ein Deployen, Add und dann die IP-Adresse des Servers, den ich erstellt habe. Und ich kopiere mir hier die IP-Adresse und füge sie hier ein, also Deployen Add IP-Adresse. Jetzt werde ich hier verbunden und ich bin mit dem Server verbunden und ich drücke hier auf Open Folder, um mein Heimverzeichnis unter /home/deployen zu öffnen. Ich drücke hier OK und nun bin ich mit dem Server verbunden und habe hier auch ein Terminal und kann ausführen Docker --Version und ich sehe hier, ich habe Docker in der Version 29.1.3 installiert. Falls ihr jetzt irgendeinen anderen Server nutzt, müsst ihr sicherstellen, dass auf eurem Server Docker wirklich installiert ist. Was ich als nächstes mache, ist mir ein Verzeichnis für Caddy zu erstellen. Das heißt, ich gebe ein mkdir Caddy und ich bewege mich in den Ordner Caddy und erstelle an dieser Stelle eine compose.yaml und auch eine Caddy-File. Außerdem brauche ich noch zwei weitere Verzeichnisse und die nenne ich Data und Config. Also habe ich jetzt hier den Ordner Caddy und im Ordner Caddy die Ordner Config, Data und die Dateien Caddy-File und compose.yaml. Jetzt gehe ich in die compose.yaml rein und ich muss hier definieren, was Docker starten soll. Das heißt also, ich brauche den Block Services und im Block Services brauche ich nur einen einzigen Dienst und den nenne ich Caddy. Und bei Caddy muss ich jetzt irgendein Image auswählen. Das heißt, ich suche jetzt hier nach Caddy in Docker Hub und hier sehe ich Caddy, das offizielle Image. Caddy ist hier in verschiedenen Versionen verfügbar. Zum Beispiel gibt es hier die Version 2.11, aber 2.11 befindet sich noch in der Beta. Also nutze ich jetzt hier in diesem Video die Version 2.10. Ich gebe hier ein Caddy Doppelpunkt 2.10. Falls ihr das bei euch auch macht, habt ihr wahrscheinlich die gleiche Version wie ich. Also bei 2.10 lädt man sich auch 2.10.5 herunter, falls es die geben sollte, oder 2.10.8, aber nicht 2.11. irgendwas. Als nächstes gebe ich dem Container einen Namen und ich nenne den Container Caddy. Wichtig ist die Restarting Policy. Ich stelle sie auf Unless Stopped. Das bedeutet, wenn der Container mal abstürzen sollte, dann fährt er automatisch wieder hoch. Oder wenn der Server neu startet, dann sollte auch dieser Container hier neu starten, sobald der Docker-Daemon läuft. Dann, sehr wichtig, sind die Ports. Hier an dieser Stelle muss ich die Ports 80 vom Host-System an den Port 80 im Container weiterleiten. Genau das gleiche mache ich mit 443. Damit habe ich HTTP und HTTPS abgedeckt. Wenn ich auch noch HTTP3 Unterstützung haben möchte, muss ich hier 443 an 443 UDP binden. Damit habe ich 443 nicht nur in TCP, sondern auch in UDP an diesen Container hier weitergeleitet. Dann brauche ich ein paar Volumes, weil ohne Volumes wird Caddy die Caddy-File nicht sehen können. Und ich muss die Caddy-File, die sich hier befindet, also unter ./Caddy-File, muss ich binden in den Ordner etc/caddy/Caddy-File im Container. Jetzt hat man hier an dieser Stelle zwei Möglichkeiten. Entweder man möchte ein bisschen mehr Sicherheit und dann gibt man hier einen $RO für Read-Only. Das heißt dann, der Container ist nicht in der Lage, die Caddy-File zu verändern, sondern nur wir selbst auf dem Host sind dazu in der Lage. Auf der anderen Seite könnte man auch das RO weglassen, dann kann der Container auch die Caddy-File bearbeiten. Das heißt zum Beispiel hat Caddy einen Formatierer integriert. Wenn man den nutzen möchte,
dann darf man hier kein Read-Only setzen. Ich lasse das jetzt an dieser Stelle mal weg. Was ich dann auch noch hinzufüge, ist der Ordner Data und der soll gebunden werden in dem Pfad Data im Container und das gleiche mache ich auch mit Config und binde es an Config. Und das war es eigentlich auch schon. Und jetzt kann ich an dieser Stelle den Container starten. Und ich starte den Container, indem ich eingebe sudo docker compose up-d. Also jetzt wird das Image heruntergeladen und der Container ist gestartet. Aber ich stoppe das gleich mal wieder mit sudo docker compose down. Und was ich machen kann, ist statt sudo docker compose up-d einzugeben, sudo docker compose -f und mit -f sage ich Docker, wo ist die Compose-YAML. Und die Compose-YAML befindet sich unter /home /deploy /caddy /compose.yaml und dann ab-d. Und es erstellt den Caddy-Container genauso. Der Vorteil hiervon ist aber, ich kann diesen Befehl ausführen, selbst wenn ich einen Schritt zurückgehe, also mich gerade im Heimverzeichnis befinde, kann ich hier immer noch diesen Befehl ausführen mit down und up und der Caddy-Container wird gestartet und gestoppt. Und genau diesen Befehl nehme ich, kopiere ihn mir und gehe in meine bash-rc-Datei, um das Ganze ein bisschen einfacher zu verwalten. Ich gebe hier ein Alias, dann gebe ich ein, wie der Alias heißen soll, also zum Beispiel caddy-up ist gleich und dann in Anführungszeichen den Befehl, den ich vorher ausgeführt habe. Das gleiche mache ich auch nochmal mit down, das heißt, ich kopiere mir hier diese Zeile und gebe hier ein caddy-down, soll mein Caddy-Container wieder stoppen. Dann möchte ich auch caddy-logs, das soll ausführen logs-f für follow, damit ich die Logs verfolgen kann. Dann brauche ich auch noch caddy-reload und das soll hier nicht up ausführen, sondern exec. Und jetzt ist die Frage, in welchem Container. Und es gibt nur einen caddy. Und jetzt soll ausgeführt werden caddy reload --config. Und dann, befindet sich die Config? Die befindet sich unter etc/caddy/caddy-file. Jetzt mache ich das mal hier weg. Und jetzt speichere ich diese Datei hier ab. Und in meinem Terminal führe ich aus source./.bashrc. Und jetzt, nachdem ich das ausgeführt habe, versuche ich mal caddy-up auszuführen und es funktioniert. Der Caddy-Container startet. Jetzt kann ich caddy-logs ausführen und sehe ich hier die Logs. Der Container hat gerade irgendwelche Probleme, aber die interessieren uns gerade nicht. Mit STRG C verlasse ich die Logs wieder und mit caddy-reload bekomme ich einen Fehler, weil der Container gerade immer wieder neu gestartet wird. Das ist aber gerade okay. Jedenfalls ist es dadurch einfacher, den Container zu verwalten. Weil ich muss mich nicht immer in den Ordner Caddy bewegen, um den Container zu starten, zu stoppen oder sonst was. Also um den Reverse Proxy jetzt sinnvoll einzusetzen, muss ich natürlich auch irgendeinen Dienst haben, an den ich die Anfragen weiterleiten kann. Das heißt, ich erstelle mir hier einen Ordner, den nenne ich App und ich bewege mich in den Ordner App und ich erstelle hier auch eine Compose.yaml. Und in diese Compose.yaml möchte ich auch Services haben. Und zwar habe ich hier einen Service, den nenne ich App1 mit dem Image Traffic Who am I? Und als Containername trage ich hier App1 ein. Das hier ist wichtig, damit der Reverse Proxy diesen Container auch wirklich findet. Jetzt kopiere ich das Ganze nochmal und füge hier App2 noch hinzu. Und das ist eigentlich genau das gleiche Image und der gleiche Dienst. So, jetzt habe ich hier App1 und App2 und jetzt kann ich das Ganze starten mit sudo docker compose up-d. Jetzt wird das Image heruntergeladen und der Container ist gestartet. Das Problem an dieser Stelle ist, jetzt habe ich hier den Caddy-Container, jetzt habe ich hier die anderen Container, aber die Container können sich nicht sehen. Also das ist ein Feature von Docker. Jeder Container ist isoliert voneinander,
Also die beiden hier können sich sehen, weil Docker selbstständig ein Netzwerk hier reinbaut, aber dieser Container sieht nicht diese Container. Wir müssen uns ein eigenes Bridge-Netzwerk hinzufügen, damit wir diese einzelnen Dienste miteinander verknüpfen können. Das heißt, was ich jetzt hier an dieser Stelle mache, ist einzugeben sudo docker network create und dann wie auch immer mein Netzwerk heißen soll. Also ich könnte hier das Netzwerk Caddy nennen oder halt Proxy, den Namen nutze ich oft. Jetzt habe ich hier das Netzwerk erstellt und was ich jetzt machen muss, ist in die Compose-Datei zu gehen und hier den Block Networks hinzuzufügen und hier habe ich das Netzwerk Proxy und ich gebe noch die Eigenschaft External hinzu und es handelt sich um ein externes Netzwerk, also trage ich hier ein External True. Das Ganze speichere ich jetzt ab. Und damit es auch wirklich sich in diesem Netzwerk befindet, muss ich es einmal neu starten. Das heißt, ich gebe ein caddy-down und dann caddy-up. Jetzt wurde der Caddy-Container neu gestartet. Und was ich jetzt als nächstes machen muss, ist das gleiche auch hier hinzuzufügen. Das heißt, ich gebe ein Networks, Proxy, External, True. Falls ihr übrigens Probleme mit Docker habt, guckt euch dazu meinen Kurs Docker für Anfänger an. In jedem Fall solltet ihr hier bemerkt haben, dass ich was falsch gemacht habe. Ich gehe nochmal hier in die Compose-YAML von Caddy und ich habe zwar hier das Netzwerk definiert, aber ich habe dieses Netzwerk nie dem Container hinzugefügt. Das heißt, was ich hier auch noch machen muss, ist hier hinzuschreiben Networks und hier das Netzwerk Proxy hinzuzufügen. Das gleiche mache ich jetzt hier auch bei diesen Apps. Hier habe ich das Netzwerk Proxy und hier habe ich auch das Netzwerk Proxy. Jetzt führe ich nochmal aus Caddy down und Caddy up. Jetzt ist der Container neu gestartet. Jetzt mache ich das Ganze auch mit sudo docker compose down und sudo docker compose up -d. Also die Container sind jetzt auch in dem Netzwerk gestartet. Und was ich jetzt machen kann, ist zur Caddy-File überzugehen. Die Caddy-File beginnt mit einem globalen Block. Das heißt, hier könnt ihr Dinge festlegen, die für alle Dienste in Caddy gelten sollen. Zum Beispiel könnt ihr hier eine E-Mail-Adresse eintragen. Das war in der Vergangenheit oft sinnvoll, um E-Mails von Let's Encrypt, also dem SSL-Zertifikat-Aussteller, zu bekommen, falls das Zertifikat irgendwie ausläuft oder es andere Fehler gibt. Ihr könnt hier auch sowas wie Debug reinschreiben, damit Caddy im Debug-Modus läuft. Ein Reverse-Proxy in Caddy zu erstellen ist sehr einfach. Als erstes schreibt man hier die Domain rein, die man nutzen möchte. Also zum Beispiel möchte ich app1.pixam.de benutzen als Domain. Dann füge ich geschwungene Klammern hinzu und schreibe da rein, was unter dieser Domain passieren soll. Und was passieren soll, ist ein Reverse-Proxy. Das heißt, ich gebe ein Reverse-Proxy und dann, wo das Ganze hinlaufen soll. Also hier brauche ich den Containernamen. Der Container heißt app1 und dann den Port, also Port 80. Und jetzt speichere ich das Ganze ab und jetzt muss ich die Caddy-File nur noch neu laden. Das heißt, ich gebe hier ein caddy-reload und jetzt sehe ich hier eine Warnung, dass meine Caddy-File nicht richtig formatiert ist. Damit kann ich jetzt aber leben. Jedenfalls hat sie sich aktualisiert, solange hier kein Fehler drin steht. Also besuche ich jetzt app1.pixam.de und ich sehe hier den Container. Dieser Container zeigt hier ein paar Informationen einfach an und sonst macht er gar nichts. Ich sehe hier die IP-Adresse, ich sehe hier den Hostnamen, ich sehe hier, was ich aufgerufen habe. Also hier habe ich versucht, die Hauptseite aufzurufen. Wenn ich jetzt hier eingebe /abc, dann sehe ich, ich habe versucht /abc aufzurufen. Ich sehe hier mein x-forwarded vor, x-forwarded host, x-forwarded proto und so weiter. Und das Allerwichtigste für uns ist jetzt hier, wir haben dieses Schlosssymbol. Ich habe hier eine HTTPS-Verbindung und es ist verifiziert von Let's Encrypt. Und so einfach war es mit Caddy, ein Reverse-Proxy zu machen. Viel einfacher als das kann es nicht werden. Und so viel habe ich auch in meinen anderen Videos hauptsächlich benutzt. Was ich jetzt machen kann, ist das Setup ein bisschen zu erweitern. Zum Beispiel kann ich sehr einfach Load Balancing ausführen.
Das heißt, ich gebe jetzt hier mal ein lb.pixam.de als neue Domain. Und ich möchte auch hier einen Reverse Proxy zu App 1 haben. Aber ich möchte auch App 2 mit dem Port 80 erreichen. Das heißt, ich gebe hier jetzt einfach 2 Dienste hintereinander an, speichere das Ganze. Ich lade die Caddy-File nochmal neu. Sie ist jetzt neu geladen. Und jetzt besuche ich nicht app1.pixam.de, sondern lb.pixam.de. Und ich sehe hier wieder die gleiche Seite. Und jetzt lade ich das Ganze einmal neu. Also ich drücke hier F5 und drücke nochmal F5. Und ich sehe hier, der Hostname ändert sich. Hier unter App 1 sehe ich hier die IP-Adresse 172.20.0.3. Und hier ist manchmal 20.0.2. Jetzt aktualisiere ich einmal. Jetzt aktualisiere ich noch einmal. Jetzt aktualisiere ich noch ein drittes Mal. Und jetzt sehe ich hier, die IP hat sich wieder zu diesem Container geändert, quasi. Also jetzt habe ich hier die gleiche Seite erreicht. Der Unterschied ist nur, der Host ist jetzt anders. Und damit habe ich jetzt sichergestellt, dass 2 verschiedene Apps über eine Domain aufgerufen werden und so die Last verteilt wird. Was ich aber auch machen kann, ist die Last anders zu verteilen, weil wie ihr gesehen habt, ich muss hier oft aktualisieren, bis sich hier das Ziel ändert, weil das Ganze läuft hier zufällig ab. Und was ich machen kann, ist in die Caddy-Dokumentation zu gehen und mir die Dokumentation durchzulesen. Hier in der Dokumentation kann ich mir auch angucken, was ich für Möglichkeiten alle habe. Also wenn irgendwas nicht funktionieren sollte, solltet ihr hier reingucken. Jetzt kann ich hier zum Beispiel nach Load Balancing suchen und hier sehe ich, was für Möglichkeiten ich habe. Also hier gibt es die Load Balancing Policy und die ist standardmäßig auf Random gesetzt. Und hier habe ich auch noch viele verschiedene andere Möglichkeiten, wie ich die Policy setzen kann. Also ich habe hier Random, Random Choose, First, Round Robin, Weighted Round Robin und so weiter. Also ich gehe jetzt nochmal in die Caddy-File zurück und hier füge ich nochmal eine geschwungene Klammer hinzu, hinter die Zeile mit Reverse Proxy und füge hier lb-policy hinzu. Jetzt nehme ich mal die Option Round-Robin und das Ganze speichere ich ab. Und jetzt lade ich Caddy nochmal neu. Und jetzt besuche ich hier lb.pixam.de. Jetzt lade ich die Seite neu und bei jedem Neuladen lande ich im anderen Dienst. Also jetzt ist es nicht mehr zufällig, sondern einfach jede zweite Anfrage landet woanders. Was ich jetzt aber mache, ist hier in der App sudo docker compose down App 1 auszuführen. Jetzt ist die App 1 gestoppt worden und ich sehe jetzt hier unter app1.pixam.de, wenn ich das neu lade, sehe ich anscheinend gibt es ein Problem mit dieser Webseite. Und wenn ich hier das Ganze neu lade, dann sehe ich auch, es gibt ein Problem mit der Webseite. Und wenn ich es wieder neu lade, lande ich auf App 2. Da gibt es momentan kein Problem. Also jedes zweite Mal sehe ich einen Fehler. Das ist irgendwie blöd. Also was man dagegen machen kann, ist hier einen Health-Check quasi durchzuführen. Also ich gebe ein health-uri/ und ich kann hier ein Intervall festlegen. Ich sage hier mal 5 Sekunden und ein health-timeout von 2 Sekunden. Das Ganze speichere ich, lade Caddy nochmal neu und jetzt guckt sich Caddy vorher an, welcher Dienst ist hier wirklich erreichbar. Und wenn ich das Ganze neu lade, lande ich nur noch auf App 2. Und das Ganze ist einfach eine sehr praktische Technik, insbesondere dann, wenn App 1 nicht App 1 ist, sondern sich irgendwie ganz woanders befindet. Also ich könnte hier ja auch einfach eine Domain eintragen und diese Dienste sich auf verschiedenen Servern befinden. So kann man dafür sorgen, dass das Ausfallrisiko deutlich minimiert wird. Was ich auch noch machen kann, sind Header zu manipulieren. Ich könnte jetzt hier hinter den Reverse Proxy auch einfügen Header _up x secret -token und das ist mein geheimes Token. Jetzt speichere ich das ab. Ich lade Caddy nochmal neu und wenn ich das Ganze jetzt nochmal neu lade, dann sehe ich hier, mein x-secret Token ist hier bei dem Container angekommen. Das heißt, so kann ich Header an die Container übergeben. Was ich auch machen kann, ist
nicht nur Subdomains zu nutzen, sondern auch Subdirectories. Das heißt, ich gebe jetzt hier eine neue Domain ein und die nenne ich tools.pixam.de. Und in den tools.pixam.de kann ich jetzt sagen handle-path und jetzt sagen, welcher Path behandelt werden soll. Und ich möchte app1 benutzen. Und zwar app1/Stern. Und jetzt setze ich wieder in geschwungene Klammern hier an diese Stelle Reverse Proxy app1 rein. Und ich mache das gleiche mit app2 und leite das Ganze an app2 weiter. So, das Ganze speichere ich jetzt mal. Und im Übrigen starte ich jetzt wieder den anderen Dienst. Also ich gebe hier ein sudo docker compose app-d, damit auch app1 wieder gestartet wird. Jetzt gebe ich nochmal ein caddy-reload und jetzt gehe ich zu tools.pixam.de. Hier sehe ich eine schwarze Seite. Hier ist nichts. Aber wenn ich jetzt hier eingebe app1, dann ist im Übrigen immer noch nichts. Also hier sehe ich immer noch eine schwarze Seite, weil hier an dieser Stelle ist das Trailing Slash wichtig. Hier mit app1 und Slash am Ende sehe ich hier den Container 1. Und wichtig ist an dieser Stelle, dass wir handle-path benutzen und nicht reverse proxy, weil handle-path dafür sorgt, dass dieser Pfad hier abgeschnitten wird. Also ich sehe hier bei get bekomme ich immer noch das Slash, also einfach das Hauptverzeichnis zurück. Und erst wenn ich hier eingebe ABC, dann sehe ich auch hier /ABC. Also das app1 wird rausgestrichen und das ist wichtig, weil der Container selbst erwartet kein /app1. Und bei app2 müsste jetzt genau das gleiche passieren, nur dass ich den anderen Dienst erreiche. Ja, und damit ist es möglich, verschiedene Subdirectories zu haben. Was ich auch noch machen könnte, wäre zum Beispiel google.pixam.de anzulegen. Und jetzt in geschwungenen Klammern erstelle ich einen Reverse Proxy zu der Seite www.google.de. Und jetzt speichere ich das mal ab und lade Caddy nochmal neu und versuche jetzt google.pixam.de aufzurufen. Und ich merke, das funktioniert nicht. Und das funktioniert nicht, weil Google nicht erwartet, dass jemand über google.pixam.de auf Google landet. Was ich aber stattdessen machen kann, ist hier in der Caddy-File noch einen Header hinzuzufügen. Also ich gebe hier einen Header ab. Und zwar den Host möchte ich verändern. Und der Host soll der Upstream-Hostport sein. Das speichere ich jetzt hier ab und lade Caddy nochmal neu. Und jetzt habe ich damit dafür gesorgt, dass sich Caddy als google.de ausgibt. Also wenn ich jetzt google.pixam.de neu lade, dann lande ich auf www.google.com. Eine andere wichtige Sache, die ich auch in meinen Videos verwendet habe, ist das IP-Whitelisting. Das heißt, ich erstelle jetzt hier einen neuen Blog, den nenne ich admin.pixam.de und ich möchte nicht, dass jeder auf diese Seite kommt. Also am Ende des Tages habe ich wieder einen Reverse Proxy zu App1, aber ich sage jetzt hier App1, das darf nicht jeder erreichen, sondern nur ganz bestimmte IP-Adressen. Also was ich hier eingeben kann, ist ein Block bzw. ein Matcher, den nenne ich jetzt internal und hier gebe ich ein remote-IP, also welche IPs sollen gematcht werden. Und jetzt kann ich hier 192.168.0.0/16 zum Beispiel eintragen, weil es sich um interne IP-Adressen handelt. Oder sowas wie 10.0.0.0/8 oder halt auch meine eigene IP-Adresse, die ich im Moment habe. Jetzt müsste ich nur wissen, welche das war. Ich lade die Seite hier neu und diese IP-Adresse trage ich hier auch ein. Und jetzt kann ich sagen, mit handle @internal, was soll passieren, wenn dieser Block hier erfüllt wird. Wenn sich meine IP-Adresse in diesem Bereich befindet, dann soll hier das Reverse Proxy ablaufen. Wenn das aber nicht der Fall ist, dann soll es eine Antwort geben, also Respond. Jetzt kann ich hier sagen, was soll da drin stehen. Ich sage jetzt Zugriff verweigert. Und der Fehlercode 403 soll zurückgegeben werden. Das Ganze speichere ich jetzt ab und lade die Seite neu.
Und jetzt besuche ich admin.pixam.de, aber mit nur einem D. Und hier sehe ich jetzt wieder die Seite ganz normal. Wenn ich jetzt hier aber ein privates Fenster öffne, wo ich eine andere IP-Adresse habe und das Ganze versuche aufzurufen, dann sehe ich hier, der Zugriff wurde verweigert. Und wenn ich hier jetzt auf Untersuchen gehe, dann sehe ich auch in der Netzwerkanalyse, wenn ich das Ganze nochmal neu lade, dass ich hier den Fehler 403 zurückbekomme. Also hier Fehler 403, übrigens in der Version HTTP/3, und dann sehe ich auch die anderen Informationen, die mir sonst im Container angezeigt werden. Die haben nichts mit dem Container selbst zu tun, sondern sie werden einfach vom Container angezeigt. So, das Ganze schließe ich jetzt mal. Was auch noch wichtig sein kann, ist das Redirecting. Das ist wichtig für SEO-Sachen. Also zum Beispiel möchte ich, dass eine Seite von www auf nicht www dauerhaft weitergeleitet wird. Dazu kann ich zum Beispiel eingeben www.pixam.de und dann in geschwungenen Klammern schreibe ich hier jetzt rein radial und dann https://pixam.de. Und wichtig ist, dass ich hier auch ans Ende in geschwungenen Klammern URI hinzufüge, weil dadurch sorgt es dafür, dass wenn ich www.pixam.de/irgendwas aufrufe, ich auch auf pixam.de/irgendwas lande. Also ich speichere das Ganze, ich lade Caddy nochmal neu, ich gehe zu www.pixam.de und ich habe hier zwar jetzt eine fehlgeschlagene Verbindung, aber ich sehe hier, ich wurde weitergeleitet auf pixam.de. Und wenn ich eingebe www.pixam.de/hallo, dann lande ich auf https://pixam.de/hallo. Also falls man eine Webseite betreibt, sollte man sich überlegen, möchte man die www-Adresse oder die ohne www als Hauptadresse haben, und auf die eine oder andere sollte immer weitergeleitet werden. Was man aber auch erstellen kann, sind Rewrites. Also ich gehe jetzt nochmal hier zu app1.pixam.de und hier kann ich ein Rewrite hinzufügen. Das ist wichtig, wenn man irgendwie eine alte App migrieren möchte und die Domains und Subdirectories immer noch auf die Seite zeigen sollen. Also zum Beispiel hatte ich hier früher /alt und jetzt möchte ich das Ganze weiterleiten an /neu und das Ganze speichere ich jetzt hier ab und lade Caddy nochmal neu. Und jetzt gehe ich zu app1.pixam.de und ich sehe hier get/. Wenn ich jetzt hier aufrufe /neu, dann sehe ich, ich rufe auf /neu und wenn ich aufrufe /alt, dann wird mir immer noch /neu aufgerufen, aber in der URL-Zeile sehe ich immer noch /alt. Was ich in Caddy auch machen kann, sind Snippets anzulegen. Snippets erkennt man daran, dass sie mit einem Namen in runden Klammern beginnen. Also zum Beispiel kann ich hier den Snippet anlegen, der heißt ABC. Und in diesem Snippet ABC soll jetzt hier der Rewrite von alt auf neu stattfinden. Und was ich jetzt hier an dieser Stelle machen kann, ist hier einfach einzutragen Import ABC. Jetzt speichere ich das Ganze hier ab und ich lade Caddy nochmal neu. Und wir sehen, es funktioniert immer noch genauso. Alt wird immer noch zu neu weitergeleitet. Und in diesem Fall hat mir jetzt der Snippet nichts gebracht, weil ich habe 3 Zeilen hinzugefügt und habe keine dadurch verloren. Aber wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie Header an viele verschiedene Anwendungen geben möchte, dann ist es sinnvoll, hier einen Block hinzuzufügen und diesen dann in die verschiedenen Dienste zu importieren, statt es jedes Mal immer wieder neu zu schreiben. Also zum Beispiel hier diese Load Balancing Policy könnte ich in einen Snippet-Block verwandeln und den dann in verschiedenen Apps immer wieder benutzen. Was auch noch wichtig ist, ist das Logging. Also Caddy hat sehr viele verschiedene Möglichkeiten, einen Log zu erstellen. Wenn ich in der Dokumentation in die Directives gehe, dann sehe ich hier die verschiedenen Befehle, die ich in die Caddy-File eintragen kann. Und ich sehe hier zum Beispiel Log. Und es gibt hier viele verschiedene Möglichkeiten, den Log zu gestalten. Ich werde jetzt nicht auf alle Einzelheiten eingehen. Also ich gebe hier den Befehl Log. Und das Wichtigste für den Log ist, wo ist der Output oder in welchem Format ist der Output. Also ich kann hier zum Beispiel als Output eine Datei
erstellen und die möchte ich ablegen in den Ordner data/app1.log. Und jetzt kann ich auch noch ein Format festlegen und ich sage hier, Format soll sein JSON und das Ganze speichere ich ab und lade die Caddy-File nochmal neu. So, jetzt hat die Caddy-File neu geladen. Ich rufe diese App nochmal neu auf und jetzt müsste ich hier im Data-Ordner, hier im Data-Ordner sehe ich die Datei app1.log. Und app1.log lässt sich nicht öffnen, weil ich die Berechtigung dafür nicht habe. Ich kann aber in den Ordner Caddy reingehen und dann in den Ordner Data. Und jetzt sehe ich hier, app1.log gehört dem User Root und nur er kann da lesen und schreiben. Das heißt, was ich hier machen kann, ist einzugeben sudo cat app1.log und dann sehe ich hier den Log, der gespeichert wurde. Also so könnt ihr den Log in Dateien weiterleiten und dann ist es zum Beispiel sinnvoll, falls ihr noch Fail to Ban oder sowas daneben startet, dann könnt ihr diesen Log zur Verfügung stellen, damit der dann bestimmte IP-Adressen aussperren kann, falls die sich oft falsch anmelden oder sowas. Was ich auch noch erstellen kann, vielleicht auch interessant, sind Custom Pages für Error Handling. Also wenn ich hier jetzt die Domain erstelle error.pixam.de, dann kann ich hier eingeben Reverse Proxy, App1 und jetzt kann ich hier Handle Errors benutzen und mit Handle Errors kann ich eingeben, was passieren soll, falls es zu einem Fehler kommen sollte. Also zum Beispiel kann ich hier einen Rewrite durchführen und ich möchte, dass dann jede Seite weitergeleitet wird an, jetzt ist halt die Frage, wohin? Und ich sage mal hier, ich möchte das auf die Seite Fehler.html weiterleiten oder ich mache mal hier Wartungsarbeiten.html und dann muss ich hier auch noch File-Server hinzufügen, damit hier statische Seiten ausgeliefert werden und dann sage ich, wo sich der Root befindet und der Root befindet sich in Webseite. So, jetzt muss ich das Ganze natürlich erstellen. Also im Ordner Caddy erstelle ich den Ordner Webseite und in der Ordner Webseite erstelle ich Wartungsarbeiten.html. Jetzt kann ich hier eine HTML-Seite erstellen. Hier kann ich eintragen Fehler und dann ein H1. Ein Fehler ist aufgetreten. Wir sind bald für Sie zurück. Also das Ganze speichere ich jetzt hier ab. Was ich auch noch machen muss, ist in der Compose.yaml diese Webseite hier einzubinden. Das heißt, ich füge den Ordner Webseite in den Ordner Webseite im Container ein. Und was ich jetzt ausführen muss, ist caddy-down, caddy-up und caddy-reload. Jetzt gehe ich zu error.pixam.de und ich sehe hier die Seite, die ist ganz normal da. Jetzt gehe ich hier zum Ordner App und führe aus sudo docker compose down app1. Damit wird app1 wieder gestoppt. Und jetzt lade ich die Seite neu und ich sehe hier, ein Fehler ist aufgetreten. Also ich habe meine eigene Seite jetzt hier und da sehe ich die Wartungsarbeiten. Ich kann hier aber auch, füge mal hier jetzt index.html ein und bei index.html füge ich wieder eine HTML-Seite ein und hier gebe ich ein H1. Hier sage ich Pixam Hauptseite. Das ist eine statische Webseite. Das Ganze speichere ich jetzt hier ab. Was ich jetzt machen kann, ist hier auch noch in der Caddy-File quasi eine hybride Weiterleitung zu haben. Also ich nenne das Ganze jetzt mal hybrid.pixam.de. Und jetzt sage ich hier wieder mit Handle, dass /API/Stern mit einem Reverse Proxy enden soll. Und zwar an App2,
weil App 1 läuft ja gerade nicht. Port 80. Und wenn das nicht der Fall ist, also Handle, dann soll einfach das ausgeliefert werden, was sich unter /Webseite befindet. Und dann kann ich auch noch eingeben try files in geschwungenen Klammern path und dann /index.html. Das heißt, wenn unter dem Pfad, der aufgerufen wird, keine Seite gefunden wird, dann soll index.html aufgerufen werden. Und dann muss ich hier auch wieder sagen File-Server, damit das Ganze hier als File-Server fungiert. Und jetzt kann ich Caddy nochmal neu laden mit Caddy Reload. Und jetzt lade ich hier die Seite neu, beziehungsweise ich gehe zu hybrid.pixan.de und ich sehe hier die Pixan Hauptseite. Das heißt, ich kann hier auch / und jetzt irgendwelche Zeichen ausführen und ich bin immer noch auf der Pixan Hauptseite. Wenn ich jetzt aber ausführe API / irgendwas, dann lande ich hier auch wirklich auf /API /AKSD und so weiter. Also damit sorge ich dafür, dass alle Anfragen, die unter API laufen, auch auf einen Container im Hintergrund zeigen könnten. So habe ich eine statische Seite im Frontend, aber im Hintergrund kann ich weitere Dienste haben, die das irgendwie komplementieren. Und ich glaube, an dieser Stelle war es das auch schon. Ich hoffe, ihr konntet in diesem Video etwas mitnehmen. Schreibt gerne in die Kommentare, was ist euer Lieblings-Reverse-Proxy und habt ihr mehrere ausprobiert und euch dann aktiv für einen entschieden? Habt ihr Caddy schon mal benutzt oder nutzt ihr lieber einen Reverse-Proxy wie Nginx Proxy Manager oder Zoraxi, damit ihr eine grafische Oberfläche habt? Falls euch das Video gefallen hat, würde mich ein Like freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.